Bei uns ist es gerade richtig ungemütlich und ich habe hier noch 'n Kürbismus aus Dezember eingekocht. Das werden wir heute mal richtig lecker verwerten. Habt ihr auch Gemüsemus, was noch weg muss? Dann könnt ihr dieses Rezept wirklich richtig gut verwenden. Also, es geht nicht nur mit Kürbismus. Ich muss jetzt erst mal schauen, dass ich den Deckel aufkriege. Normalerweise zieht man nur so 'n bisschen an dem Gummi und das geht ganz einfach. Ich habe es aber wohl richtig gut eingekocht, was natürlich schön ist, um die Lebensmittel lange zu lagern, aber es, war ein kleiner Kampf. So, dann habe ich hier Typ Doppel-0 als Mehl, also Pizzamehl. Ihr könnt das selbstverständlich aber auch mit Weizen oder Vollkorn machen. Dann gebe ich das Kürbismus hinein und jedes andere Gemüsemus funktioniert hier selbstverständlich auch. Ich gebe euch nachher noch mal 'n, speziellen Tipp, aber hier kurz noch der Hinweis, das genaue Rezept wie immer unten in der Beschreibung und es kommt auch noch mal zum Schluss zum Screenshotten. Das restliche Kürbismus wandert in den Kühlschrank. Das jubel ich meiner Familie einfach unter anderem Essen drunter. Das kriegen die gar nicht mit. So, ich rühre das Ganze. Ich habe hier meine KitchenAid mit der Teigpeitsche. Damit werden die Teige wirklich am besten und auch weiche Teige. Dann gebe ich als erstes mein Backtriebmittel hinzu. In dem Fall ist das Hefewasser. Es funktioniert aber auch mit Wasserkefir oder Gingerback. Wenn ihr das nicht habt, ihr könnt natürlich auch ganz normale Hefe oder Trockenhefe verwenden, aber wirklich lecker wird es eher mit so natürlichen Backtriebmitteln. So, und wenn das schon mal so ein bisschen angeknetet ist, dann gebe ich jetzt noch mal so 2 Esslöffel von 'nem Sauerteig dazu. Den wollte ich nämlich auffrischen und dachte: „Mensch, das kann doch noch mit da rein.“ Das gibt nämlich noch mal 'n richtig schönen Geschmack. Ihr wisst ja, Sauerteig hat noch mal bis zu 150 Aromen, die dann da mit in den Teig hineinwandern. Wer keinen Sauerteig hat oder noch nicht, lässt diesen Schritt einfach weg. So, und weil es beim Kürbismus oder auch bei jedem anderen Gemüsemus ja sein kann, dass ihr es vielleicht mit Wasser eingekocht habt und eures ein bisschen weicher ist oder vielleicht auch fester, zeige ich, dass ich jetzt erst das Wasser hinzugebe und zwar so schlückchenweise, während der Teig knetet. Bei der KitchenAid knete ich das in der ersten Minute immer auf Stufe 1 und danach auf Stufe 2. Das klappt bei Hefeteigen tatsächlich am besten, nicht höher gehen. Wichtig ist, dass der Teig dann diese Konsistenz hat. Und wenn ihr es schlückchenweise hinzugebt, dann habt ihr auch wirklich das gut durchgeknetet. Es kann ja auch sein, dass ihr ein bisschen Vollkornmehl dazu mischt oder ihr wollt so ein paar verschiedene Mehlsorten verwerten, dann ist das optimal. Den fertig gekneteten Teig, den gebe ich jetzt hier in 'ne Glasschüssel, öle die noch mal mit 'n bisschen Olivenöl ein. Und jetzt denkt ihr vielleicht auch zu Recht: „Emma, da fehlt aber noch das Salz.“ Denn 'n bisschen Salz ist natürlich wichtig. Wir machen als Allererstes hier eine Autolyse. Das heißt, ich habe den Teig jetzt schon mal richtig schön geknetet und lasse ihn jetzt 30 Minuten mindestens, besser vielleicht aber 120 Minuten stehen. Abgedeckt natürlich darf der schon mal so ein bisschen ausruhen und entspannen. Der stand jetzt bei Zimmertemperatur, das sind jetzt bei uns in der Küche so 18 bis 22 Grad circa. Und es hat sich hier so ein bisschen was getan, aber natürlich noch nicht extrem. Sind natürliche Backtriebmittel, das ist nicht wie diese künstliche Hefe aus dem Supermarkt, das dauert einfach ein bisschen länger. Und erst jetzt gebe ich das Salz hinzu. Und ihr braucht das nicht groß vermengen, ich zeige euch das gleich. Dann noch das Öl, deswegen habe ich euch das so unterschiedlich aufgeschrieben, noch mal in der Rezeptkarte, die zum Schluss kommt. Und dann machen wir jetzt das Strecken und Falten oder Coil und Foil. Ich mache das unten drunter. Ihr könnt auch dieses Stretch und Fold machen, also oben drüber kippen. Im Prinzip ist es egal, aber ich bringe durch dieses Falten ein bisschen Struktur in den Teig. Das könnt ihr so 2 bis viermal machen, während der Teig aufgeht. Immer wieder den Deckel darauf machen. Falls der Teig ein bisschen klebrig ist, einfach die Hände nass machen oder auch ein bisschen Öl an die Hände geben, dann klappt das ganz gut. Und hier könnt ihr schon mal ganz toll die Luftblasen erkennen. Das war ungefähr eine Stunde später, so circa. Und auch hier an der Seite könnt ihr schon erkennen, der ist ein bisschen mehr aufgegangen, also da tut sich schon einiges. Und ich mache es immer so, dass ich an der
langen oder an der kurzen Seite das falte, ich drehe mir das immer zurecht, dass ich weiß, okay, wo habe ich denn das letzte Mal aufgehört, wo muss ich das dann wieder falten, damit er dann auch die Struktur bekommt. Mach beide Seiten wieder, drehe es um 90 Grad, Deckel drauf und wieder warm stellen. Wenn es bei euch nicht warm genug ist, einfach ab in den Backofen mit eingeschaltetem Licht. So, und dann kurze Zeit später, das sieht doch schön aus. Der hat sich ganz toll entwickelt und ich bin schon sehr gespannt, mit welchem Gemüsemus habt ihr das gemacht? Habt ihr auch Kürbis verwendet oder vielleicht rote Beete, Zucchini oder vielleicht auch Kartoffeln? Ich habe euch ja auch schon mal ein schönes Buttermilch-Kartoffel-Focaccia gezeigt. Das war auch so lecker, das kam so gut bei uns an. Aber auch dieses Kürbis-Focaccia, das war ruckzuck weg. Es wird super fluffig. Und wie ihr das schafft, das zeige ich euch. Und zwar gebe ich den Teig jetzt hier auf mein Backblech. Kein nicht wundern über die Größe des Backblechs. Ich backe tatsächlich mittlerweile ausschließlich nur noch über meinen Mini-Backofen von Stillstern. Das ist also so ein kleines Backblech, aber für eine komplette Familie komplett ausreichend. So, und dann verteile ich das schon mal so ein bisschen, drück ein wenig da in den Teig rein und ihr könnt diese ganzen Luftblasen schon erkennen. Und dann kommt etwas, was ganz wichtig ist. Wenn ihr den so in Form gebracht habt, so wie ihr den haben wollt, ihr könnt ihn natürlich auch in 'ner Auflaufform geben. Dann ist es jetzt wirklich ganz, ganz wichtig, dass der noch mal entspannen darf und sich ausruht. Mindestens eine halbe Stunde, besser noch mal 'ne Stunde. Ich war ein bisschen ungeduldig. Ich habe jetzt hier schon mal so ein paar Kürbiskerne drauf verteilt. Das könnt ihr auch später machen. Dann hatte ich hier noch so ein bisschen grobes Meersalz, was draufgekommen ist. Rosmarin ist auch richtig schön, aber ich hatte jetzt noch mal so einen frischen Hokkaido da und habe da ein paar Stückchen, die übrig geblieben sind, da auch noch mal zwischengegeben. Also, da sind der Fantasie wie immer keine Grenzen gesetzt. Auch ein paar Käsestücke wären bestimmt toll. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, was euer Lieblingstopping ist. Ich finde das mit den Gemüsestücken ganz toll, weil dann hat man wirklich noch mal so eine saftige Note, wenn man so eine einzelne Scheibe dann später runterschneidet. Und wie gesagt, der Teig muss jetzt erst noch mal ausruhen. Ich habe jetzt hier von meiner Pizzaballenbox das einfach da drauf gegeben und ihr könnt erkennen, der ist weiter aufgegangen. Und damit er dann trotzdem wieder diese kleinen Löcher drin hat, gebe ich noch mal ein bisschen Öl hinein, öle auch noch mal meine Hände ein. Ich habe jetzt immer Olivenöl verwendet im ganzen Rezept. Selbstverständlich könnt ihr auch jedes andere Öl verwenden. Wer möchte, kann auch die Kürbiskerne noch mal ein bisschen besser einarbeiten, damit die dann später beim Einschneiden nicht so leicht abfallen. Aber hier, da bin ich schon ganz zufrieden. Das Ganze geht jetzt in den Backofen. Durch den Mini-Backofen muss ich den gar nicht vorheizen. Das heißt, der geht direkt in den kalten Ofen einstellen. Zack, klappt wunderbar. Wenn ihr mit einem großen Backofen arbeitet, den unbedingt noch mal vorher vorheizen. Nach ungefähr 20 bis 30 Minuten ist der so schön goldbraun und der Duft richtig, richtig lecker. Also, das ist das Schönste am Backen, wenn das ganze Haus nach schönem, frischen Gebäck riecht. Ich habe es dann noch mal auf einem Kuchengitter auskühlen lassen, bevor ich es dann angeschnitten habe. Und falls ihr noch Wünsche für Rezepte habt, dann bin ich gerne bereit und freue mich schon sehr darauf. Guckt euch das an. Fluffig, weich, lecker. Der Herbst kann kommen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Video und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert gerne meinen Kanal kostenfrei. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Teilt das Video, damit andere auch noch mal dieses leckere Focaccia genießen könnt. Und in diesen Videos sehen wir uns dann wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch liebe Grüße. Eure Emma.